Hier Alina Reisetante. Hallo und willkommen zu Teil 2 unserer kleinen Marokko-Reisedoku. Teil 1 endete mit dem Horror-Erdbeben in Marokko, das wir Gott sei Dank weit genug weg vom Epizentrum erlebten. Wir haben natürlich überlegt, wie es weitergehen soll. Marokko verlassen oder bleiben und haben uns für Bleiben entschieden. Unsere Route werden wir entsprechend anpassen, denn wir sind natürlich keine Katastrophentouristen. Sicher hilft unser Geld für Hotels, Restaurants, Eintritte und so weiter den Leuten und ihren Familien hier. Der Winter und die Nichtsaison nahen. Einige Einheimische befürchten schon, dass die Touristen wegen des Erdbebens fernbleiben, wie in den unseligen Corona-Jahren. Unser heutiges Ziel liegt an den südlichen Ausläufern des Hohen Atlas. Wir wollen nach Tingier und zu den sich dort in der Nähe befindenden imposanten Schluchten Totra und Dates. Das sind ca. 200 Kilometer Fahrt. Auf geht's! Moin, Travelmonk am Mikro. Wir machen ja wenig extra Fotostops für Selfies. Heute schon, aber mehr zum Gedenken und aus tiefer Dankbarkeit, dass wir vorgestern Nacht nicht am falschen Ort zur falschen Zeit waren, sondern dahinter uns, in Hasilabid, weit genug weg vom Horrorbeben. In vielen, vor allem Touristenorten hier im Süden, werden Fossilien angeboten. Dabei handelt es sich überwiegend um Ammoniten und Trilobiten. Manchmal sind auch Zähne des riesigen, ausgestorbenen Superheiß-Megalodon zu finden. Ich habe vorhin erst Jason Statham gesehen. Nein, Spaß. Leider werden nicht nur originale Fossilien angeboten, sondern auch Imitate. Diesen Sauja Hoshi hier bekomme ich aber nicht in die Alukoffer. Wir müssen durch Risani. Hier soll es kleine Steinewerfer geben. Manche Touristen schenken immer noch Kindern anlasslos Geld, Süßigkeiten oder sonstiges Zeug. Das ist nicht gut. Die Folgen davon kann man in Wohnmobilisten-Blogs und Vlogs nachlesen bzw. sich anschauen. Hält dann nämlich mal ein Wohnmobil nicht an, verteilt keine Almosen, fliegt auch mal ein Stein. Reisende mit Wohnmobilen wissen ein Lied davon zu singen. Manchmal blockieren Kindergruppen regelrecht die Straße, erzwingen das Schrittfahren. Motorradfahrern passiert so etwas eher weniger. Ich habe mal gehört, dass das Händeschütteln von Bikern mit großen Maschinen den Kindern Glück bringen soll. Kleine Demo? Wer also den Kindern etwas Gutes tun will, der sollte in den armen Dörfern anhalten, essen gehen, übernachten, Handwerkserzeugnisse, Obst oder Wasser kaufen. Das hilft den Familien mehr als Kinder abhängig zu machen, die dann aggressiv werden, wenn sie mal nichts ohne Aufwand von Touristen bekommen. Ups, jetzt habe ich den Erklärbärfinger genug erhoben, war mir aber irgendwie wichtig. Tingier ist eine Oasenstadt in Zentralmarokko und hat etwa 45.000 Einwohner. Ungefähr 12 Kilometer nördlich von Tingier liegt die touristisch interessante Totra-Schlucht mit ihren spektakulären, etwa 300 Meter hohen und beinahe senkrecht abfallenden Felswänden. Wir haben unterwegs ein Hotel herausgesucht, was auf halbem Weg zur Schlucht liegt und einen kleinen Runterkühlpool zum Reinhüpfen hat. Hier bleiben wir 3 Tage. Nach einem Gezo-Abendessen in der Nachbarschaft chillen wir am nächtlichen Pool und lauschen dem örtlichen Religionsanbieter. Nach einem sehr okay Frühstück starten wir zum Eingang der Totra-Schlucht. Der imposante Teil ist immer mit Touristen und Händlern verstopft. Das ist auch heute so, aber noch ausbaufähig. Wir halten nicht an, wir wollen ins Hinterland, wo es einsamer und für uns interessanter ist.
Wir fahren mit Monks Triumph, weil wir wahrscheinlich ein paar Flüsschen durchqueren müssen. Zumindest stand er 2018 vor dem Problem. Wir sind uns nicht sicher, ob ich mit meiner tiefer gelegten GS da überhaupt durchkomme. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt möchte. Damals war das Wasser knietief und ich wusste nicht, was da alles so drin liegt. Auch kam ewig keiner vorbei, der mal eine Flussdurchfahrt-Demo für mich machte. Diese wilden Landschaften faszinieren mich wieder aus dem Stand. So stelle ich mir Afghanistan oder die anderen Tan-Länder vor, die ich gern bereisen würde. Potzblitz, Eidotter, was haben Sie denn hier gebaut? Ist das etwa ein Staudamm? Nein, doch. Tatsächlich, der muss in den letzten 6 Jahren gebaut worden sein. Es geht auch nicht mehr geradeaus nach Tamtatushte, dem nächsten Dorf. Wir umfahren den Staudamm links auf einer neuen Umgehungsstraße. Tamtatushte, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, sieht wie immer aus. Die kleinen Hotels hier weiter oben sind bestimmt stauseesicher. Vermutlich wird Mohammed, bei dem ich hier vor 6 Jahren einen Tee trank und mich lange mit ihm unterhielt, seine weiter unten liegende Kaspar Hotel Trutzburg aufgeben müssen. Das ist sehr schade. Erst kommen nur wenig Touristen her, jetzt verliert er auch noch sein Hotel. Wir fahren weiter. Auch den Lorenz von Arabienbrunnen kann ich nicht mehr finden. Sind wir noch richtig? Im nächsten größeren Dorf Azul rasten wir, checken in einem dieser einfachen Cafés ein, wo nur Männer herumsitzen und debattieren. Der Wirt scheint ein Kollege von Alina zu sein, ein Lehrer. Von der Rast haben wir keine Fotos gemacht. Es war aber dieses Café. Diese Landschaft, diese Natur ist faszinierend. Das Leben in und mit ihr ist dagegen sicher oft hart. Wer schon immer mal wissen wollte, wie es im Intro nach dem Kurvenverkehrsschild aussieht, der erfährt es jetzt. Hier die ganze GoPro-Aufnahme. Irgendwann kommen wir zur ersten Flussfurt. Die fand ich damals etwas angsteinflößend. Ganze 50 Meter breit und ich war allein.
Vollgepackt, kein Demo-Fahrzeug fuhr da mal durch. May the Force be with you. Eigentlich ist es die gleiche Jahres- und Tageszeit wie 2018. Nachmittags soll das Wasser von den Bergen kommen, bis 16 Uhr sollte man da durch sein, sagte mir Mohammed damals. Mal schauen, wie es aussieht. Ich konnte Alina also keine Wasserdurchfahrt-Abenteuer anbieten, denn es gebricht schlichtweg an H2O. Wir genießen die schöne Strecke trotzdem bis zu einer kahlen Ebene vor Gulmima, wo ein Staubstürmchen tobt. Heftiger Seitenwind nervt und es schlaucht gar sehr, da wir in einer weiten Ebene sind. Wir machen in Gulmima Rast, Beine vertreten. In einem sehr einfachen Straßenrestaurant etwas trinken, Salat und Brochettes bestellen. Auch hier ist es stürmisch, Mülltüten und Papier tanzen um unseren Tisch herum. Ich gehe auf die andere Straßenseite in einen kleinen Park, wo einige Leute herumliegen. Wenig später kommt eine SMS von Alina rein. Der Salat staubt ein. Ich eile zurück. Und weiter geht's. Manchmal sieht man in den Staubwirbeln die Autos nicht. Ich schalte meine Nebelscheinwerfer ein und versuche die Maschine gerade zu halten. Noch 78 Kilometer bis Tinkir. Somit kommt unsere trockene Atlas-Hinterlandfahrt auf ganze 250 Kilometer. Im Hotel angekommen entstaube ich die Motodos. Wir gönnen uns kurz die Horizontale und schwimmen dann im Pool. Wir fahren heute mit 2 Motorrädern, lassen alle Alukoffer im Zimmer, außer dem Topcase der Reisetante. Wir verlassen unser Totra Basecamp in Richtung Tinkir. Von hier aus bis Bumalne-Dates sind es 55 Kilometer langweilige Strecke auf der N10. Am Ortseingang entzückt Alina ein nettes Welcome-Schildchen der kleinen Stadt. Wir wollen heute die rund 60 aufregenden Kilometer der landschaftlich spektakulären Dates-Schlucht befahren. Diese Strecke fängt hinter Bumalne-Dates an und geht bis in das Dorf Msemria. Kurz hinter Bumalne-Dates machen wir eine Trink doch mal was bei der Hitze Rast und schauen fasziniert hinüber zu einer Tetris-artigen Landschaft. Hier entsteht mein zweites Lieblingsfoto dieser Reise von mir und meiner Maschine von der Regeninsel. Beni 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 sevdiğim beni beni ulaştır menzili dost dost alaya beni beni dost beni beni. Ein Highlight der Schlucht ist mit Sicherheit der Teilabschnitt bei Kilometer 26. Hier schraubt sich die Straße in geradezu verrückten Haarnadelkurven am Berg empor. Große Busse und Wohnmobile dürften hier an einigen Serpentinen Probleme haben. Ulaştır menzili dost dost alaya
haben kaum Gegenverkehr, aber ausgerechnet an einem wunderbaren Fotospot mit Parkmöglichkeit steht gerade ein französischer Störvan. Dann lichten wir eben ein Stück weiter oben diese spektakuläre Straße ab. Im absoluten Premium-Aussicht-Café posen wir noch ein bisschen herum und hinterlassen nach Genehmigung vom Wirt einen unserer Aufkleber am Tor. Falls jemand dort vorbeikommt und ihn sieht, bitte in die Kommentare schreiben. Eigentlich wollen wir von hier aus zurückfahren, was aber ein absoluter Motorradfahrfrevel gewesen wäre. Alina mag auch nicht die Serpentinen runter und ich nicht die N10 zurückfahren. Also weiter entlang der Dadis-Schlucht. Da soll es noch eine sehr enge Stelle geben. Also hier ist unbedingt ein Fotostopp notwendig. Was für eine Aussicht auf die Oase da tief unten, die sich die Berge rundherum da eingefangen haben. Es gibt hier Landschaften, die findest du nicht mal im Outer Rim oder auf Tatooine. Faszinierend. Wir wollen rüber in die Totra-Schlucht über eine Abkürzung, ohne erst über das nördliche Agudal fahren zu müssen. Ich habe mal von einer alten, sehr holprigen Piste gehört. Alina lässt sich von Google beraten. Da soll es auch eine richtige Straße ab Semrier bis Tamtatushte geben. Das stimmt, aber nur die ersten 5 Kilometer. Danach wird es eine grobschottrige Piste. Hier wird die Straße erst noch gebaut. Eine Sprengung haben wir zwar nicht gehört, aber die künftige Straße ist mit riesigen Felsblöcken blockiert, an denen gerade ein Bagger herumknabbert. Das macht er aber sehr gut, sodass wir nach nur 10 Minuten passieren können. Ah, der nächste Baggerwegelagerer. Hier kommen wir aber sehr schnell vorbei. Fragt sich nur, ob unsere Offroad-Tour noch vor Einbruch der Dunkelheit ihr Ende findet. Ziemlich einsam hier. Bisher kam kein Auto oder Moped vorbei. Wir haben hier nur in freier Wildbahn lebende Bagger gesehen. Und dabei habe ich die schlimmsten Abschnitte nicht einmal gefilmt, weil da gerade der Akku leer war und wir hochkonzentriert fahren mussten, um nicht zu stürzen. Geschafft! Tamtatushte ist in Sichtweite. Ab dem Staudamm ruft es sich fast von allein durch die Totra-Schlucht bis zu unserem Basislager. Na,
Alina, haben wir uns das Abendessen jetzt verdient? Das haben wir uns aber mehr als verdient. Ja, Offroad Alina, wo die mich durchgeschickt hat. Ja. Das glaubst du nicht, gell? Ja. 15, ach, was rede ich, 20 Kilometer. Heute geht es 130 Kilometer nach Westen, nach Skura. Das klingt wie aus einem alten Sindbad-Film, ist aber eine hauptsächlich von Berbern bewohnte Oasen-Kleinstadt mit etwa 5000 Einwohnern. Was mir hier gefällt, sind die vielen Lehmburgen und Lehmhäuser. Lehmarchitektur, Lehm als Baustoff interessieren mich nicht erst seit meinem Trip nach Mali, nach Djenné und Timbuktu. Von den ehemals sicher reichlich vorhandenen Wohnburgen Tikremz, der hier ansässigen Berber, haben sich meist nur Ruinen erhalten. Ich steuere auf der fotogeneren der 2 Anfahrten das auf einem Hügel liegende kleine Kasbah-Hotel Eid Ben Haddou an. Das kenne ich von meinem ersten Motorradtrip her. Ich fand es damals bezaubernd und erschwinglich, war dort fast allein, was heute nicht der Fall ist. Aber 12 Individualreisende sind okay. Schlimmer ist stets eine Touri-Horde, die im Rekordtempo mit einem Bus durch das schöne Land gescheucht wird. Erst einmal ankommen, den Begrüßungs-Chill-Tee trinken und überlegen, was wir mit dem Resttag anstellen könnten. Wir sind hier in der sogenannten Straße der Kasbahs und Alina hat 2 gut erhaltene Exemplare im Reiseführer gefunden, die ich noch nicht kenne. Da wäre zunächst die Kasbah Ben Morro, die Anfang dieses Jahrhunderts zu einem kleinen Hotel umgebaut wurde. Der Familienclan Ben Morro betreibt dieses Hotel selbst. Wir fahren in den Innenhof, parken im Sand und trinken einen Kaffee bei den freundlichen Ben Morros. Eine wesentlich größere und interessantere Kasbah steht ein paar hundert Meter weiter in der Oasenlandschaft und nicht an der Hauptstraße. Die vieltürmige Kasbah Amer Hidil wurde bereits im 18. Jahrhundert gebaut. Auch hier wurde ein Hotel, aber auch ein sehenswertes Museum eingerichtet. Die Türme der Kasbah mit ihrem typischen geometrischen Ornamentdekor waren auf der alten 50-Dirham-Note abgebildet. Vom Dach dieser Kasbah eröffnet sich ein faszinierender Blick über die Oasen- und Lehmruinenlandschaft. Der Anblick wirkt wie aus einem Märchen aus 3001 Nacht. Faszinierend. Ein britisches Filmteam dreht hier gerade eine Doku über die Bibel. Wir sehen von oben im Nachbarhof ein paar Scheinwerfer und draußen Komparsen in der damaligen Tracht, die sich vermutlich gerade ihren Tageslohn abholen. Draußen vor der Kasbah fiel mir die mir gut bekannte Infrastruktur von TV- und Filmteams auf. Ich ackere durch etwas groben Schotter, um auf Alina zu treffen, die schon mal vorgelaufen ist. In unserer kleinen Hotel Kasbah schwimmen wir eine Runde und widmen uns dem Abendessen. Wir beobachten noch den Sternenhimmel von dem Pool liegen aus, so wie wir es die letzten Nächte an der Totra-Schlucht auch taten. Wir trödeln heute unkontrolliert in den Tag hinein. Im Bett und am Pool herumbrutzeln ist heute mal okay. Meine nächtliche Textblockerei macht mich heute echt schläfrig. Irgendwie fehlt die Öldüse samt hinterer Ölleitung meines sauteuren elektronischen CLS-Kettenölers. Vermutlich hat man diese beim Reifenwechsel nicht wieder korrekt eingebaut und die Düse ist in die Kette gekommen. Das war's mit der automatischen Kettenölerei auf dieser Reise. Da muss ich wohl bei Alina Kettenspray schnochen. Abseits der N10, die an Skura vorbeiführt, kann man ein Labyrinth aus verfallenen und intakten Lehmwohnburgen und Wohnhäusern in der riesig erscheinenden Landschaft mit dem Atlas im Hintergrund erkunden. Genau das haben wir heute vor. Wir fahren nur mit meinem Motorrad. Alina hat ein weiteres im Labyrinth verstecktes Kasbah-artiges Bauwerk aufgetan. Siehst du diese Löcher am Wegesrand? Hier wird frischer Lehm gefördert, um die Lehmbauten nach der Regenzeit oder bei Verfall ausbessern zu können. Ich glaube ja, ich habe jetzt genug erzählt. Genieße unsere kleine Oasen-Irrfahrt auf der Suche nach Alinas geheimnisvoller Tarnkappen-Kasbah.
فلک از گردنم زنجیرای بردار که غربت خاک دامنگیر رو داره که غربت خاک دامنگیر رو داره. Da ist sie ja, die gesuchte Kaspar. Es ist eine Baustelle und wirkt auch nicht annähernd so schön auf uns wie die gestrigen 2 berühmtesten Kaspars der Gegend. Wir versuchen wieder zurück in den Hauptort zu kommen. Das Navi ist in diesem Labyrinth jedoch überwiegend hilflos. Rückwärts sehe ich eine halb verfallene Kaspar 100 Meter vom Straßenrand entfernt. Das wäre eine 1A-Fotolocation. Ja, ich will. Dort gelingt dieses wunderbare Bild vom Triumph Mototo und seinem Reiter. Leider sehe ich kurz vor der Aufnahme einen doppelten ehemaligen Bewässerungsgraben nicht rechtzeitig und stecke fest. Vorwärts nimmer, rückwärts immer. Oder so. Das schaffen wir aber auch nicht zu zweit. Was nun? Plötzlich taucht ein 14-jähriger marokkanischer Chuck Norris auf und zieht mein Gefährt fast mühelos mit uns nach hinten raus. Danke. Gemäß unseres Grundsatzes, unser Geld breiter unter die Leute zu streuen, essen wir heute nicht im Hotel, sondern mitten im Ort in einem einfachen, aber guten Restaurant. Am nächsten Morgen, kurz vor unserem Aufbruch, erlege ich noch diesen schicken Windows-Desktop-Hintergrund an einem Lehmgebäude. Wir wollen vor unserer Abfahrt noch einem kleinen Berbermuseum einen Besuch abstatten. Das hatte ich bereits 2018 vor, aber auch heute scheint es geschlossen zu sein. Eine junge Frau schaut aus dem Fenster, wenig später öffnet sie uns und Abdul Mullah, ihr Mann, ein ehemaliger Englischlehrer von der Uni Agadir, erklärt uns viele interessante Dinge über auf uns leicht archaisch wirkende Sitten und Gebräuche sowie den Alltag der Berber im Laufe der Jahrhunderte. Das war Teil 2 unserer wunderbaren Motorradreise nach und durch Marokko. Wir möchten uns an dieser Stelle für die vielen Aufrufe und Abos bedanken, woran wohl Teil 1 schuld war. Das ging für die Verhältnisse unseres kleinen Kanals voll durch die Decke. Fundamentalen Dank, ihr interessierten Leute da draußen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir in Teil 3 Mollywood besichtigen, in Yunkai nachschauen, ob Daenerys Sturmtochter doch noch lebt und uns durch den Heavy Atlas durchkämpfen. Wem dieses Video gefallen hat und er nicht weiß, wie er das ausdrücken soll, hier ein paar Ideen.